Meine Damen und Herren, aus dem Studio Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Früher waren Supermärkte nicht wirklich einladend, denn außer Essen konnte man da meistens nicht viel anderes bekommen. Dies änderte sich vor knapp 20 Jahren, als Supermärkte anfingen, auch andere Produkte neben dem Essen anzubieten. Und das geht mittlerweile sogar schon so weit, dass man in einigen Supermärkten den kompletten Tag verbringen kann und von Gartenmöbeln hin zu Elektrogeräten und Reisen alles kaufen kann. Nur lädt dies natürlich auch dazu ein, nicht nur einen Tag dort zu verbringen, sondern auch dort leben zu können. Immerhin bietet ein Supermarkt ideale Wohnbedingungen, gerade in Anbetracht der steigenden Mieten in Berlin. Und so war es wenig verwunderlich, als in einem Berliner Supermarkt ein nackter Mann in der Tiefkühlabteilung entdeckt wurde, der dann schnell mit Bier und Bananen in der Hand flüchtete. Zu meiner Verteidigung muss ich aber dazu sagen, dass das Mescalin echt voll reinhaute, was mir Oliver Welke da angeregt hatte. Oder war es Harald Schmidt? Wer von den beiden hat blaue Haare und das Gesicht eines Pferdes? Natürlich, es war Rezo oder dessen Cousin Schlaubi-Schlumpf. Wittenberg. Als Berliner gehöre ich zu der kleinen Gruppe von Menschen, die U-Bahnisch verstehen und auch fließend sprechen können. Das ist einer der genetischen Vorteile, Berliner zu sein, neben dem verdammt guten Aussehen. Aber auch ich erlebe es immer wieder, dass Nicht-Berliner ihre U-Bahn-Station verpassen und dann zu weit fahren. Als vorbildlicher Berliner biete ich diesen Menschen natürlich immer meine Hilfe an, mit einem freundlichen Haha in deren Richtung. Dass aber ein ICE seinen Halt verpasst, kommt dann doch eher seltener vor. Oder zumindest wird darüber bei den Breitbahn-News seltener berichtet. Nur passierte dies kürzlich einem ICE, der nicht wie geplant in Wittenberg anhielt, sondern einfach weiterfuhr, da der Lokführer betrunken war. Allerdings muss ich hier den Lokführer auch mal in Schutz nehmen. Zum einen kann man meistens die Durchsagen des deutschen Bahnpersonals in einem ICE überhaupt nur betrunken verstehen. Und zum anderen, wenn wir ehrlich sind, gibt es jetzt auch nicht so viele Gründe, um in Wittenberg aussteigen zu wollen. Da hat selbst Hannover mehr zu bieten und das ist eigentlich auch nur nicht Bielefeld zu sein. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Cork. Babys gehören vermutlich zu den tollsten Dingen, die einem Menschen passieren können. Allerdings haben Babys auch Schattenseiten. Denn die Windeln der Babys zählen zu den gefährlichsten Bomben der Menschheit. Lange Zeit verhinderte übrigens das iranische Atomwindelabkommen, dass der Iran an zu viele angereicherte Windeln gelangen konnte. Zumindest bisher. Aber ab einem gewissen Alter müssen Kinder auch langsam feste Nahrung bekommen, wie auch ein Baby eines jungen Mohrrüben-Bauernpaares im irischen Cork. Allerdings weigerte sich deren Baby vehement nun Mohrrüben nicht mehr püriert zu essen, sondern in kleinen Stückchen. Dies ging dann sogar so weit, dass der Kleine hinauskrabbelte, zum elterlichen Mohrrübenlaster und den Entladenschalter bediente, sodass 8 Tonnen Mohrrüben hinten aus dem Laster rausrollten. Und weil er schon gerade dabei war, fuhr er mit dem Laster immer wieder über die Mohrrüben, bis diese zu Brei wurden. Nur um dann nach hinten zu krabbeln und wieder pürierte Mohrrüben zu genießen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ihn seine Eltern die Mohrrübenstückchen mit Schale präsentiert hatten und das geht ja echt nicht. Sind Babys denn schon Bauern? Genf. Falls ich es noch nicht bisher erwähnt habe, aber Breaking Bad war ein echt geiler Scheiß. Sowohl die Serie um Bryan Cranston als auch die Cannabis-Sorte. Und trotzdem ist Cannabis in fast allen Ländern verboten, denn Cannabis gilt als Einstiegsdroge zu härteren Sachen, wie zum Beispiel eine CD von Helene Fischer an einem Stück bis zum Ende anzuhören, was dann zu blutigen Ohren führt. Aus einem ähnlichen Grund war auch ein 24-Jähriger in Genf ins Krankenhaus gekommen. Und nachdem die Ärzte einen akuten Blinddarm bei ihm feststellten, musste er gleich im Krankenhaus bleiben. Nur leider hatte er vergessen, seinen Hund den Nachbarn zu geben, also bat er die Polizei, den Hund abzuholen. Jedoch als die Polizisten dann in der Wohnung ankamen, um den Hund mitzunehmen, standen sie auf einmal inmitten einer Cannabisplantage. Selbstverständlich versuchte der Mann zu seiner Verteidigung zu erklären, dass sein Hund hinter all dem stecken würde. Natürlich glaubte ihm der Richter nicht und schickte ihn für 5 Jahre ins Gefängnis, weswegen nun dieser süße Hund namens Kaiser Soze ein neues Zuhause sucht. Und noch zum Abschluss,
Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Lust auf Natur Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Lust auf Natur Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin ja bekannt dafür, mich gerne in der Natur aufzuhalten. Ob am Amazonas, auf der Suche nach Ruinen der Maya-Kultur oder von einer Liane zu anderen schwingend auf dem Weg nach Eldorado. Und wenn ich nicht gerade Uncharted auf der Playstation spiele, bin ich auch oft draußen, um entweder den Müll wegzubringen oder vom Gebüsch aus zu schauen, was Helene Fischer gerade so macht. Und genau dort fand ich auch das Lust auf Natur Magazin. Also nicht im Gebüsch, sondern als ich gerade die Unterwäsche-Schubfächer von Helene Fischer durchstöberte auf der Suche nach ihrem Tagebuch. Denn bekanntlich hat sie Florian Silbereisen ja 2018 nur abgeschossen, weil sie sich in einen anderen, viel besseren Florian verguckt hatte. Nur stellte sich nun die Frage, ob in mich oder in Multimilliardär und Tech-Visionär Florian Korübke. Leider konnte diese entscheidende Frage das Lust auf Natur Magazin nicht klären. Deshalb sei gewarnt, Lust auf Natur Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung von einem Gebüsch aus. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.